immer mal wieder eine Überraschung in Marokko. Ich würde ziemlich alles essen, aber Schnecken schaffe ich nicht. Das geht nicht. Ich pack das nicht. Coole Landschaften hier. Hier rechts ist Deutschland mit Ackerland, bunten Feldern, von Braun und über Grüntöne. Geradeaus haben wir Marokko, etwas moderner mit Palmen. Und hier links haben wir asiatische Reisfelder. Mit etwas Fantasie fahren wir genau in der Mitte durch. Überall, wo wir gefahren sind. Überall, wo Kakteen waren diese weißen Flecken. Das ist ein Pilz oder irgendwelche Bakterien, ich weiß nicht. Richtig fies und zerstören alle Kakteen. Ja, das ist anscheinend schon seit einem Jahr. Und die Kakteen sind relativ wichtig, weil die Multifunktionen haben. Zum einen ist ein Schutz, eine Art Zaun, den sich die Leute da wachsen lassen, vor Hunden, Viechern und so weiter. Salam. Zum anderen ernten sie die Früchte und essen die. Das ist ein Wasserspeicher. Salam alaikum. Wir trinken Milch von der Familie. Wir kennen den Nachnamen nicht. Also Familie Hassan und Familie Mohammed. Und dazu gibt es Croissants von deinem Onkel. Großonkel. Die Milch ist super. Die war vorher sogar noch warm. Super. Ja, das ist echte Milch. Die zappelt noch. Der Grund, warum ich aussehe wie ein Beduine, ist, dass mein Stirnband irgendwie weg ist. Das ist nämlich echt fies kalt. Der Wind ist schon fies kalt und der friert dir die Kopfhaut weg. Der Schweiß, der da oben ist, der bildet Rauchreif. Das ist mir doch zu frisch. Diese Vielfältigkeit finde ich echt cool. Während wir jetzt hier durch Marokko gefahren sind, haben wir so viele verschiedene Landschaften erlebt. Wir hatten Wüste, wir hatten Schnee. Wir waren auf fast 2500 Metern und am Meer auf 0 Metern. Ich habe Salzwasser abgekriegt und wir haben im Süßwasser gebadet. Wir haben Palmen und Gräser, Sand und Ackerland. Das ist echt krass. Tagsüber 25 Grad, nachts 0. Das ist eine extreme Bandbreite hier. So, nach unserem schönen Offroad-Trip hier geht es jetzt wieder auf eine richtige Straße. Der Vorteil bisher, sehr ruhig, angenehm, gute Luft, wow, ui. Und keine Autos. Nachteil halt, ja, obviously der Boden. Da steht's, Beni Mellal und das andere.
Bonjour. Ça va? Ça va bien? Ja. Ist ja cool. Das ist total witzig, weil jemand anders auf deinem Fahrrad sitzt. Das ist so die Dimension, das ist total lustig. In Korybka verbrachten wir 2 Tage bei Tarek und seiner Familie. Wir hatten wirklich viel Spaß zusammen und konnten gegenseitig unsere Sprachkenntnisse verbessern. Am Tag der Abreise wurden wir dann von Tarek und seinem Freund ein Stückchen Richtung Beni Mellal begleitet. Wie ist es denn so ohne Gepäck zu fahren? Ja, komisch. Schlagerst du rum? Ja, natürlich. Schon, gell? Die ersten Meter waren. Wir wackeln alle beide. Ich, weil ich kein Gewicht habe und er, weil er Gewicht hat. So, jetzt geht's raus aus der Stadt. Okay. Ready to go. Hi, welcome to my home. There you go. So, jetzt haben wir eine viel coolere Eskorte. Unseren Couchsurfer, den Tarek, hier vorne in blau und seinen Kumpel, den Kamsa, da vorne in blaugrau. Die waren total cool, uns ein bisschen Stadt gezeigt und jetzt fahren wir mit allen zusammen Richtung Ortsausgang. Die zeigen uns noch die Straße. Okay. Nice. Hey. Hey. Jetzt sind wir auf dem Weg von Korybka, ich weiß nicht, ob man es ausspricht, und fahren in Richtung Beni Mellal. Es sind insgesamt 85 und ja, ist machbar, würde ich sagen. Das Schönste, was mich jetzt wirklich freut, ist, dass man wieder Berge sieht. Also den Atlas. Da oben. Im Dunst versunken. Hier wird überall Müll verbrannt. Fackeln hier ihren Müll ab. Das geht schon seit ein paar Kilometern. Es sind immer so Plastikhaufen, Flaschen. Atlas immer näher. Man sieht jetzt sogar schon den Schnee, obwohl es ja immer noch ziemliche Suppe hat. Atlas. Bis jetzt waren es 83. Das wäre dann wohl Beni Mellal. Zumindest mal der Anfang. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم. You are welcome in Morocco and in Beni Mellal. Ist es nicht schön? Da schlafen wir heute, das ist die Safa, und mit ihren 2 Schwestern erkunden wir jetzt hier dieses schöne Plätzchen. Richtig schön. Hätte ich nicht gedacht, dass mir Beni Mellal so gut gefällt. Immer mal wieder eine Überraschung, Marokko. So, wir sind hier in Beni Mellal und zwar Eine Sudun, it's called Eine Sudun. eine Sudun. Und es schaut so aus. Das Wasser kann man anscheinend trinken. Ja,
Hau rein. Okay. Schmeckt frisch, oder? Gutes Wasser. Saugute Aussicht. Und da haben wir jetzt gleich einen Blick über Benimeland. Gut, oder? There's Marrakesh. So, Melli isst jetzt Schnecken. Ja. Alter, Margarita, thanks. Nimmst du in die Hand, du kannst Nee, mir wird schlecht, wenn ich das mache, wirklich. Ich würde ziemlich alles essen, aber Schnecken schaffe ich nicht. Das geht nicht. Ich pack das nicht. Ich bin da wirklich hart im Nehmen, aber das packe ich nicht. Okay, eine probiere ich. Just 6. Ich habe schon gegessen. Nein, du hast nicht. Doch, frag sie. Ich will es nicht. Es war schrecklich. Es schmeckt schon gut, aber ich weiß, es ist eine Schnecke und das versaut. Yes, but if I... But it's a nice experience. Ich habe eine Schnecke gegessen. Offiziell. Ja, ist extrem gruselig. Wenn ich nicht wüsste, dass es eine Schnecke ist, wäre es leichter. Dann würde ich sogar mehr essen, glaube ich. Ich kann gar nicht hingucken. Echt. Warum versaut einen die Psyche echt alles? Das ist doch zum Kotzen. Wir sind erzogen, dass Schnecken widerlich sind und jetzt krieg ich es nicht mehr weg. خليها خليها شوف الوردة. لا لا خليها. Okay, the last one. Last one. I have to see it. It's more gross. I have. Don't look at it. Eat it. It's just soup. Das ist Schneckensuppe. Oh, this one is delicious. It's good. It's good. It's super. Ja. Ja, und nicht ein Tourist. Das ist cool. Jetzt sind wir gleich an dem Barrage, an dem See. Und es ist so toll. Ist alles nass. Hier überall. Da hat der Mohammed gesagt, ja, chill doch mal, Polizei, die können doch zu mir kommen. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive Patreon-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.